Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Ich freue mich sehr krass. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe es nämlich schon vorher gesehen, das Auto. Es ist ein Auto, was in den nächsten Tagen erst rauskommt. Wir haben auch einen Produktexperten dazu da. Der steht schon mal da, zur Seite. Ach, da. Hallo. Der Produktexperte kam mit diesem Kfz. Also ist er vom Porsche. Ja. Nein, also das ist sehr krass. Ich wusste von dem Auto, ich habe die Unterlagen geschickt bekommen. Erstmal hi. Hi, Jean-Pierre. Matthias. Matthias. Habe die Unterlagen geschickt bekommen und dachte mir aus den Bildern so, ja, ein weiteres von diesen Dingern. Dann kam der gerade aus dem Hänger. Dieser Herr hat das Fahrzeug gebracht, weil das Auto ist nämlich noch nicht... Es ist im Grunde jetzt auch noch ein Vorserienfahrzeug. Die ersten Serienfahrzeuge kommen jetzt langsam auf die Schiffe. Aber das Auto, was ich gerade gesehen habe, Ja. ist das Auto, was nachher genauso aussieht? Optisch wird es genauso aussehen, ja. Wirklich? Ja. Die Scheinwerfer? Ja. Wirklich? Die Scheinwerfer. Genau die Scheinwerfer. Das ist echt krasser Scheiß. Okay, also der Mann ist von Hyundai und dieses Auto sieht wirklich krass aus. Ja. Und was kostet das? Also ich sag, was ich denken würde. Ich würde sagen 100. Nein, das von 100 sind wir noch weit weg. Also er geht los bei 41,9. Dazu kommt dann noch die ganze Förderung. Und den geht ich davon gerade ab. gesehen habe. Das geht davon nochmal ab? Ja, klar, diese ganze BAFA-Förderung, das geht auch davon runter. Was? Und der ist wirklich nahezu Vollausstattung. Da liegen wir so im Bereich um die 60 dann. Wie viel kommt da runter dann? Ich glaube, du bist bei 32.000 oder so, wenn du dann... Nein! Ja, doch, genau. Also, Was? Also im Grunde von dem Einstieg, von den 41,9 kannst du nochmal... Nein, von dem. Ach, von dem, wie gesagt, das sind nochmal um die 9.500 Euro. Also um die 50 irgendwas kostet das. Genau. Minus Rabatt, den man vielleicht kriegt. Genau, richtig. Ey, Das, was der Händler dann noch macht. Ihr werdet das nicht glauben. Wie viel Leistung? Wir gehen rein. Ja, komm. Wir machen erst... Was sollen wir machen? Wie sollen wir einsteigen? Wir machen erst Porn. Okay? Okay, machen wir. Der kommt jetzt eben. Warte jetzt. Okay, jetzt gehen wir rein. Also das Erste, was ich sehr, sehr, sehr gut finde, designtechnisch, ist, dass die Dachlinie gerade ist. Und dass es nicht wie alle um den CW-Wert um 0,01% noch verbessern, diesen Buckelwagen oben machen. Ja, richtig. Und dem Außen diese Stabilität und diese maskuline Linie nehmen. Weil das hier sieht ziemlich sexy aus, muss ich sagen. Also das Stück von der A-Säule bis hier finde ich ziemlich stark, muss ich wirklich zugeben. Sieht aus wie eine Abklasse, ein kleines Auto, was unheimlich aufgepumpt ist. Ja. Und dadurch wirkt das designtechnisch brutal. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das große Manko bei dem Fahrzeug, dass es auf Bildern immer sehr klein wird. Also, Ja! Also wir hatten am Anfang immer so gehört, das ist so i30-Klasse, Ja! 20-Klasse, Ja! weil man das einfach nicht verorten kann, dass wir einen Radstand von 3 Metern haben und dann die kurzen Überhänge. Ich sag jetzt was ich eigentlich nicht sagen darf, weil ich immer neutral sein muss. Aber ich liebe Hyundai. Komm mal her, Kommt mal gerne. Komm mal her. Guck dir mal die Rückleuchte an. Ja, pass auf, wenn die leuchtet erst, wie das aussieht. Das Ding ist bei euch, ich habe das Gefühl, ihr habt mehr Mut, weil andere Jungs auf der IAA zeigen das. Und dann gehst du mittlerweile, bist ja so genervt, gehst du dran vorbei und denkst dir, ja, zeig mir das an dem einen Auto und dann, ja toll, dass du die Idee hast und dann kannst du es irgendwann machen. Und das Auto, also diese Leuchte wird nachher im Serienauto so sein. Genauso wie vorne. Genauso wie vorne. Kann man die Leuchten gerade mal anmachen, dass man noch mehr das Gefühl von hat? Das sieht schon herbe gut aus. Das ist schon frech. Ja, also du weißt dieses Pixel-Design. Es ist natürlich volles Rohr. Wie heißt dieses Videospiel, was alle spielen? Welches Videospiel jetzt oben? Das, was die Kiddies spielen alle. Wo die Figuren aussehen wie so Klötzchen, wie so Bausteinchen. Minecraft. Minecraft. Das ist ein Minecraft-Auto. Es vereint so Retro und Moderne zusammen. Volles Pfund, Alter. Aber richtig geil. Volles Pfund mit der Kelle. Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, das ist ein Concept-Out. Wird nicht so kommen, aber... Er ist halt wirklich dann sehr, sehr nah noch an dem Concept Car dran, was wir vor ein paar Jahren auf der IAA stehen hatten. Also es hat sich nicht so viel tatsächlich getan, was in meinen Augen super ist. Ja, das will ja jeder Mensch. Richtig. Weil es hat natürlich einen gewissen Reiz, wie manche Hersteller das machen, dass sie immer etwas überpacen. Aber dieser Enttäuschungsmoment, der ist ja reell. Ne? Also ein Hersteller, der das zum Beispiel extrem macht, der immer wieder Autos zeigt, zum Beispiel Peugeot, Renault, die machen unheimlich tolle Prototypen.
aber es kommt noch nicht mal eine ähnliche Klasse an Fahrzeug. Die hauen ja Rennfahrzeuge oder Designvisionen raus und diese Autos werden ja nie ihren Weg schaffen. Die haben gar nicht das Produktportfolio für dieses Auto. Den in Silbermatt würde ich sehr, also dieses Alter. Graumatt oder so, boah, das wäre so krass. Also ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, weil ich habe es ja auch nur auf Bildern gesehen, da wirkte der Wagen klein. Also jetzt haben wir eine Idee bekommen, wie groß der ist. Ne? Ich bin 1,90. Das ist schon ein Männerauto. Ja, das auf jeden Fall. Das ist schon ein Bulle, weil das sind 20 Zoll. Richtig. Ich will das Auto gerne haben. Ernsthaft. Weil ich sehe das jetzt schon. Stell dir mal vor, du machst da 22 drauf, ein bisschen tiefer. Silbermatt ist ein sehr guter Vorschlag. Also wirklich. Ein sehr, sehr guter Vorschlag. Da hast du aber da ein UFO stehen. Oh ja. Und wir reden die ganze Zeit nur über das Design. Ey, wie geil das ist. Boah, guckt hier diese Rückleuchter an. Und ich kann mir auch vorstellen, ich kenne sehr, sehr, ich habe heute Morgen noch mit einem sehr bekannten Designer SMS hin und her geschrieben, weil die dürfen ja kein WhatsApp schreiben. Ich bin mir sicher, der guckt jetzt so das Video, so. Ist nicht schlecht, ganz gut. Weil es ist echt, von den Überhängen, Proportionen, ist das ganz toll. Das weiß ich nicht, ob das wie Chrom sein muss. Kann ja polieren, ne? Obwohl, ich lasse es mir fast schon wieder gefallen, weil es diesen 90s Retro Modern Touch so hat. Genau, das ist ja viel bis auf Retro angehaucht, was das ganze Design angeht. Was man eben überall im Fahrzeug wiederfindet, ist dieses Pixel-Design. Der hat leuchten vorne, hinten, im Innenraum auch in kleinen Elementen. Es zieht sich so das ganze Fahrzeug durch. Und das kann man dann kaufen. Das kann man Wann? 2024. Nein. Ab Sommer sind die ersten Fahrzeuge bei uns im Handel. Ehrlich? Ja, ehrlich. Dann sag mal ein paar Daten. Genau, also wie gesagt, 3 Meter Radstand. Wir werden es nachher sehen, wenn ihr im Auto seid, was wir einfach für königliche Platzverhältnisse im Auto haben. Geht los von der Motorisierung her mit einem Heckantrieb, 170 PS, Motor hinten, Elektromotor, 350 Newtonmeter Drehmoment schon mit dem Heckmotor. Du bist auch zuständig für den i30N. Genau, richtig. i30N und Ioniq 5. Genau. Ja, das war auch der Keller rausgehauen. Ioniq 5. Okay, Ioniq 5. Was ist die größte Motorisierung? Größte Motorisierung ist ein Allradantrieb, ein Elektromotor vorne, ein Elektromotor hinten, Ja. Systemleistung 305 PS, 605 Newtonmeter Drehmoment. 0 auf 100 dann um die 5,2 Sekunden. Da muss sich auch der i30N dann ganz schön strecken. Reichweite in der, ich sag mal, besten Variante, was Reichweite angeht, so 485 Kilometer nach WLTP. Er ist natürlich mit dem großen Motor, mit Allrad sind wir dann so bei 400, 420 ungefähr. Wir haben 2 unterschiedliche Batteriegrößen. Im Einstieg haben wir eine 58 Kilowattstunden Batterie. Er jetzt hat eine 72,6 Kilowattstunden Batterie. Und was natürlich das absolute Highlight ist, weswegen er sich auch sicherlich häufiger, oder weswegen er häufiger in einem Satz mit einem namhaften Hersteller aus Zuffenhausen genannt wurde, ist halt die 800 Volt Ladetechnologie. Das hat er. Das hat er serienmäßig. Das heißt, wie lange von 20 auf 80% lade ich den in 25 Minuten? Knapp unter 18. Knapp unter 18 Minuten. Knapp unter 18 Minuten. Digga, hau ab jetzt. Alter. Das ist echt gut. Was kostet das Auto nochmal? Ab 41,9. So wie er hier steht, um die 60. Nee, nicht überspringen. Ja. Wir gehen immer von dem teuersten Okay. aus. Von dem teuersten mit allen Paketen, allen Optionen, knapp über 60. Und dann lädt er in 18 Minuten von 20 auf 80. Genau. Wahnsinn. Einsteigen. Ein Highlight habe ich schon mal in den Boxen. Guck mal, da hat's leuchtet. Ach, Peter. Ey, Peter. An dem Auto willst du mir jetzt mit Ambientebeleuchtung kommen? Ja. Also ist ja. Er hat ja Ambientebeleuchtung bestimmt, ne? Hat er. Oh, Peter. Ah, ja. Ja, komm, wir steigen mal ein. So. Kann ich hier so eine Liegefunktion anmachen? Genau, das sind unsere Relax-Sitze, quasi wenn man doch mal ein bisschen länger an der Ladesäule braucht, dass man in so eine Power-Napping-Position gehen kann. Muss ich da einen Knopf für drücken? Genau, das ist quasi an einem Sitz von den oberen, der linke, der hintere, Der genau. hier? Genau, und den muss man dann zweimal drücken, weil beim ersten Mal fragt er, man soll schauen, dass hinten niemand ist, deswegen drücke ich immer etwas rüber und dann nochmal nach 5 Sekunden. Nee, da fährt er nur noch hin. Ah, ja doch. Ist hier mehr Geräusch? Ja, ist doch gerade irgendein Geräusch von Möwen oder Ja, das was? sind diese Sounds of Nature. Wie Sounds of Nature. Calm Ocean. Erzähl mir, Peter. Was geht denn hier ab? Peter, guck mal da. Weißt du, was mir gerade auffällt? Autos machen wieder Spaß. Anders. Früher war Spaß in Verbindung mit Sound und Auspuff und Beschleunigung. Aber das macht, ich meine, Gott sei Dank werde ich älter. Ne? Passt ja, ne? Und ist das denn hier jetzt auch immer noch so bei euch, dass die Autos alle voll sind dann? Oder muss man das alles ausstatten jetzt hier? Na, es ist teils. Also hier ist jetzt natürlich Vollausstattung, aber generell in der Einstiegsvariante ist auch schon extrem viel drin. Also Der Sitz zum Beispiel. der Sitz ist optional. Optional. Genau. Also zum Beispiel die beiden Displays vorne, die sind serienmäßig.
Die beiden das ist auch vernünftig. 12,25 Zoll Displays. Ja. Wie gesagt, die 800 Volt Technologie ist serienmäßig, Klimaautomatik, Sitzheizung, Ja. alles was man so braucht, deine kleinen Annehmlichkeiten. Alter, wie modern Was ist das denn hier links für ein Ding? Das ist aber quasi, wo auch nochmal, also das ganze Display variiert so ein bisschen je nach Fahrmodus. Und das links einfach so von der Darstellung her, genau, wenn du in den Sport gehst, dann passt da das so grafisch alles ein bisschen an. Aber, also ein ganz tolles Gefühl habt ihr, weil erstmal, dass hier verdammte Wellen durchs Auto schwimmen, finde ich schon mal verdammt cool. Aber das tolle Gefühl, was ihr habt, das meine ich wirklich ernst, ist Außendesign, Außenschein, Lichttechnik und dann haut ihr einfach einen weißen Tacho so rein. Ne? Kann man den auch dunkler, also im schwarzen Modus machen, im Handy, Dark Mode oder so? Geht das? Er blendet das dann eben, wenn es draußen dunkel wird, blendet er das automatisch ab. Ah, okay. Hey Peter, ne? Ich finde das echt gut. Ohne Spaß. Also so, das ist so toll, weil ich habe immer noch Knöpfe. Ja. Ne? Das darf, also für alle anderen Hersteller, Autos dürfen modern sein und dürfen noch Knöpfe haben. Das ist okay. Ja. Okay, jetzt hier drehe ich dran. Und so ist D, so ist R, so ist D. Okay. Wie gehe ich denn in P? Ah, du drehst da so, okay. Ah, hier ist P. Okay, da muss ich drauf. Ach, komm mal, das ist groß, ne? Genau. Guck mal, das da oben hast du auch, 63 Grad alles. Ja. Okay, jetzt schneit es. Aber wie romantisch. Schnee und Sonne. Das ist Geschwindigkeit links. Und da rechts ist Power und Recharge in so einer Wanne. Siehst du das? Ja, ich sehe es. Power und so lädt der. Das Lenkrad fühlt sich sehr wertig an. Airbag auch so ein neues Material, wie so eine Art Stoff. Lenkrad ist sehr. Pass mal Lenkrad an. Wow. Sehr tolles Material. Das ist mehr, ne? Wahnsinn, oder? Sehr, sehr entspannend. Das ist echt sehr. Also nicht nur, dass das Geräusche macht, sondern es macht wirklich auch seine Funktion. Ich bin echt sehr entspannt. Ja, voll. Auch das hier ist toll, ne? Dass hier einfach so viel Platz ist. Stimmt. Einfach nichts. Also hier sieht man noch Prototyp. Diese Kunststoffwanne hier, das ist immer dieses tiefgezogene Testplastik. Das sieht nachher nicht so aus. Okay. Hat noch ein Vorserienauto. Also Materialien sind sehr geil. Ne, da wo man immer so bemängelt, Ja, voll. gerade Türtafel bei Hyundai, kannst du hier gar nichts mehr sagen. Hier ist so ein festerer Stoff zwischen, hier ist so ein Material zwischen, was ich gar nicht genau einordnen kann. Das ist so eine Art Leder, soll das vielleicht zeigen? So Ich weiß es nicht genau. Kunstleder. Weiß nicht. Dann habe ich hier Knöpfe gesehen. Hiermit kann ich die Rückbank. Warte, wo ist denn der Knopf? Hier sind die Knöpfe, hier im Sitz. So, ne? Ja. Und dann, wenn ich jetzt hier drauf drücke, siehst du? Was passiert da gerade? Die Sitze fahren nach vorne. Ich kann die hintere Das Rücksitzbank. Ganze, die hintere und das vordere Ja. zusammen. So, was ist das hier? Krass. Also, was bist du? Das bin ich. Ach, diese Bettposition. Ja, komm, wir fahren mal. Geht ja auch ums Fahren, ne? Ist ja nicht nur eine Raumkapsel. Ah, hier sind nochmal Rekuperationstasten am Lenkrad, wie so Wippen. Das heißt, hier. Ja. Das heißt, ich denke mal, wenn ich jetzt hier Plus drücke, hier so ist Freilauf. Und wenn ich Minus drücke, ja, kann ich, aber viel Rekuperation. Ich habe jetzt nicht gebremst. Ich habe nur gebremst über die Wippe. Krass. Pass auf, jetzt ist es auf ganz Plus, ne? Ich gehe aus dem Gas. Wir rollen weiter. Rollen, ja. Pass auf, Füße sind weg. Jetzt mache ich nur die Wippe. Da ist eine Kurve. Ja. Okay. Und nur über die Wippe. Das ist verzögert, ja. Ja. Und dadurch lahmen wir natürlich deutlich zurück. Das ist mehr, ey. Ja, man merkt, die Schwerpunktverlagerung ist echt krass, dass der Akku so tief sitzt, weil wir fahren schon ein großes Auto und er fährt sich sehr sportlich. Wir haben Allwetterreifen drauf, wir haben also keinen ganz klaren Winter- oder Sommerreifen, aber wenn ich hier so rumfahre, hat er einen sehr tiefen Schwerpunkt. Vor allen Dingen ist die Gewichtsverlagerung, er neigt nicht über die Vorderräder zu schieben, er neigt aber auch nicht über die Hinterachse zu gehen, sondern es wirkt wie so ein 50-50 Auto. Wenn wir hier so zügiger reinfahren. Die motorisierte Variante ist, hat er ja auch Allrad. Der hat Allrad, davon gehe ich jetzt schon mal stark aus. Okay. Wo kann man den ESP ausmachen? Dann können wir gucken, aber hier. Traktionscontrol disabled und ESC auch. Alles aus, ja? Ja, sollen wir mal was probieren? Aber wir haben noch Modes, warte mal. Erstmal müssen wir schon mal Sport-Mode. Das ist auch geil. Snow. Haben wir zwar, aber darauf fahren wir nicht. Eco, normal, Sport. Okay, ich mache jetzt mal was, ja? Ja, ja. Ich hole mal was Du raus. was nicht lassen kannst.
wir sind halt gedriftet. Willst du einmal aufsteigen? Ja, komm. Da geht schon ein bisschen. Ein bisschen, ja. Was halt ein bisschen schade ist, er ist nicht voll geladen. Das heißt, wir machen jetzt mal unsere Experimente hier. 0-100 machen wir jetzt mal, bevor die Akkuleistung runtergeht. Da ist man natürlich vom Taycan extremst verwöhnt. Also ganz, ganz schlimm. Hat der einfach alles kaputt gemacht in deinem Kopf. Aber vergiss den Preis nicht vom Taycan. Genau. Das ist halt andere Dimension. Ganz kurz, 5 Stück. Ja. 5. 5 von denen sind ein Taycan Turbo S. Ja. Okay, ready? Jo. 5,7. Das ist Werksangabe, ne? Auf 5,6 hat er gesagt. Aber wir haben auch nur noch 44 Kilometer Restreichweite. Also, 44, das ist nicht viel. ne? Und beim Taycan, 123 Restreichweite haben wir. Und da würde beim Taycan jetzt schon nichts mehr kommen. Also weniger. Ja, ja. Der würde jetzt schon weniger machen. Ach, guck mal hier, guck mal hier. Oh, Das mag ich ja sehr. das ist cool. Zu Corona-Zeiten Ja. ist das, glaube ich, das Beste, was man überhaupt anmachen kann. Ist wirklich so. Hörst du's? Es sind Menschen. Nostalgie so. Jemand geht aufs Klo. Er hat Diarrhoe. Essen bestellt. Gehen wir in die Vollen hier. Ja. Komm, wir machen mal nicht Sportmode, sondern wir gehen mal auf auf Eco. Ob das funktioniert so, ob man wirklich... Wir fahren einfach mal. Anlage ist auch gut. Große Anlage, sehe ich. Vergleiche mit den anderen Videos, die wir so drehen, weißt du? Ja. Flamme. Und jetzt sowas, das ist das komplette Gegenteil. So, guck mal, ob wir hier ins Menü kommen. Wo ist denn hier so das Menü? Okay. Ach, guck mal, Sunroof. Das lädt auch gerade. Das ist schon geil. Ich frage mich, wie viel das wirklich bringt. Kannst du dich einfach so hinstellen? Hat er erzählt vorhin. Müssen wir gleich fragen. Okay. Ein Solarpanel finde ich echt nice. Quiet Mode. Ach krass. Da kann man nur auf den vorderen Boxen anmachen und hinten wird das Auto ruhiger. Wenn man hinten pennen will. Das finde ich auch geil gemacht. Also es ist einfach eine ganz neue Art des Autofahrens. Das Auto war früher immer gedacht, um sehr viel Emotion zu wecken und sehr viel Begeisterung. Und diese Autos gibt es ja auch noch, ne? Einen i30N oder einen GT3 oder einen GTI oder was. Das sind alles Autos, die halt schon sehr viel Lärm und so viel Motorisierungsbegeisterung bringen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dieses Auto könnte man bestellen und es würde autonom fahren. Der kann bestimmt ein bisschen was, also Spur. Ja, das Normale kann der, ja. Aber ich gehe jetzt hier und mache jetzt hier so. So. Ich stelle es vor. So, Ja. das Ding kommt da unten hoch. Ach so, da. Ja, das kommt hoch. Und Peter, fahr mich nach Frankfurt. Das ist echt geil. Also das Auto kümmert sich um dein Wohlbefinden. Ist echt so. Also, dass das. Dann die Geräusche noch dazu. Und ich finde, man ist auch nicht uncool, wenn man dann wenn man sowas gut findet, weil man dann irgendwie kein Autobegeisterter mehr ist. Nee, aber das Auto lernt einfach mehr Sachen dazu und kann mehr. Es kann mehr als einfach nur dich wohin bringen oder Entertainment und laut und knallen und puff, peng, flamm. Sondern das ist so eine Erweiterung und das finde ich schon echt sehr, sehr... Ich bin wirklich begeistert. Es sieht cool aus, es sieht echt verdammt cool aus. Was so ein Ding ist, was an dem Auto, finde ich, nicht so gut ist, ist der helle Dachhimmel. Obwohl er so eine leichte Scheckung hat, das sieht ganz cool aus. Also hier müsste man, denke ich mal, schon... Es gibt noch ein Glaspanoramadach, hat der Kollege mir wollte gerade ich gerade erzählt. fragen, weil wenn das gibt und du sie so liegst und dann oben dann halt so beobachtest. Und dann machst du so. Sounds of Nature. Und dann Panoramadach. Und der fährt dich alleine wohin? Boah. Echt krass. Komm, so, das ist ein Knopf.
da bin ich wieder. Kann ich weiterfahren. Ist auch geil. Auf dem Pedal, ne? Steht Minus und Plus. Das ist Minus. Ah ja. Und da oben ist ein Pluszeichen. Na, das ist Plus. Ja! Wir fahren noch mal eben zu dem Kollegen. Was wollen wir noch mal fragen? Wegen den Solarpanels, wie das auflädt. Genau. Also ich möchte das Auto gerne haben. Ich merke das. Ich bin da sehr schnell in der Entscheidung. Weil ich auch viel Umbaupotenzial sehe. Weil er hat einen sehr guten Stance. Das Auto hat einen sehr geilen Körper. Steht jetzt schon von den Rädern ganz gut und hat 20er drauf und das Radhaus ist groß, heißt hier kannst du ganz gut 22 drauf fahren. Wirklich. Hier kannst du easy 22 drauf fahren und das wird Bombe aussehen. Ein bisschen tiefer, da fällst du um, was hier vor dir steht. Sehr viel Potenzial. Hier und da so ein bisschen Alcantara-Sachen noch. Aber das zum Beispiel, das lassen und das nur Alcantara, diese Innenfläche, das hier wieder in diesem Kunstleder lassen. Den ganzen oberen Armaturenträger in Alcantara, das da hinten wieder lassen. Also nur das Teil hier in Alcantara. Das Teil hier wäre sehr wichtig, das wird viel ausmachen. Das hier mit dem und das war's. Räder tiefer und wenn der jetzt wirklich 400 noch was Kilometer Reichweite hat, ne? Und halt dieses schnelle Ladesystem. Das ist jetzt nicht langsam. Ne. Da können wir ein bisschen zügiger Kurve fahren. Bremse ist sehr stark. Also für Regen und für den Reifen. Oh, gutes Lenkgetriebe. Oh, leichter Drift. Besser als ich dachte. Weil wenn wir nur so beschleunigen, kriegt man nicht das wirkliche Gefühl. Und das, ihr seht, zeigt halt so jetzt schon. Wenn er jetzt in den Drift geht, das Fiepen ist ganz geil. Ja. Die Kurve macht er sehr gut. Also auf der Bremse sehr stabil. Boah, echt stabil. Und dann hier. Nein, kann man echt nicht sagen. Guck mal. Guck mal bitte. Macht auch Spaß. Ich wollte gerade sagen, also ich nenne das schon Spaß. Und ich sitze halt noch gerade in vollem Launch-Modus hier. Dazu diese Lively Forest Sounds. Ja, ne? What? Huhuhu. Krass. Wir machen auch mal eben hier 130, ne, auf der Geraden. Bremse gibt auch nicht auf. Also man darf sich nicht denken, dass das jetzt deswegen ein unsportliches Auto ist, weil guck mal bitte, Leute. Also Fühlt sich sicher an auch. aufgrund des Schwerpunkts, Ja. glaube ich, hast du das Gefühl, hier wackelt nichts, hier kippt nichts, sondern du musst hier wirklich nur lenken, korrigieren. Aber eine sehr schöne Applikation zwischen Front- und Heckmotor. Das ist so das neue Kriterium bei E-Fahrzeugen. Einfach wie die das abstimmen zwischen vorne und hinten. Das heißt 2 Motoren. Noch was mir auffällt. Jeder Hersteller würde eiskalt ein Hyundai-Logo hier draufknallen. Ja, ist weg. Ist nicht da. Soll ich was sagen? Ich finde das gut. Nicht wegen dem Hyundai-Logo, sondern das lässt mich so ein bisschen in Ruhe. Das Auto hat diesen Service-Charakter. Hier steht allgemein nicht Hyundai im Innenraum. Wie bei JP Performance auch. Wir schreiben ja auf die Autos ist auch nicht drauf, wirklich. Das finde ich sehr, sehr mutig und sehr gut. Hast du schon mal gesehen irgendwo? Nee, habe ich noch nie gesehen. Ah, Bremse. Ja, richtig. Wir gucken uns mal, ob der das Schnellfahren jetzt nicht so weggepackt hat, weil innen drin merkst du nicht, aber du riechst, dass die Bremse. Es hat eine sehr hohe Bremsleistung, aber das geht halt in Wärme über, weil das ist kochend heiß hier. Und deswegen, weil das Auto halt schwer ist, ne? Es ist halt ein 2, was Tonnen Auto. Ja. Ah, das ist schon ziemlich bossy. Das ist schon ziemlich bossy. Eine sehr neue Autoform. Eigentlich nicht. Also es ist eigentlich wie so ein Golf, also eine normale Autoform, aber einfach größer. So riecht. Alle hier nochmal quer, ne? Müssen wir doch mal noch mal gucken hier, ne? Wie das mit dem Asphalt hier so ist, richtig? Ja, klar. Ja, ja. Oh, das ist geil. Das hätten wir von Oh, außen. wie der qualmt. Ui. Okay, steig mal aus, machen wir nochmal. Das mussten wir echt mal von außen einmal filmen. Dazu die Geräusche. Dazu die Geräusche. Also wir haben uns gerade so richtig geil so Das war ein richtiger Breakdance. richtig gedreht. Ich glaube, wir haben zu wenig Akku. Das ist schade. Ja. Aber das wäre echt
sah super geil aus. Ja. Oh, ganz schöne Klopper hier, die Wischerhebel, ey. Richtiger. Darfst du schüchtern? Wie viel kann das Dach nochmal laden? Bitte? Das Dach kann wie viel laden? Ja, eine Leistungsaufnahme ist ungefähr 205 Watt. 205 Watt? Genau. Und wir hatten mal also so im Jahr ist es dann, das war so gemessen so in Südeuropa, also eher in sonnigen Gefilden, 2000 Kilometer on top. Speist aber sowohl die Bordelektronik als auch wirklich den Hochvolt-Akku, ja. Die Hochvolt-Batterie. Und wie fährt er sich? Man kann querfahren. Okay. Okay. Man kann querfahren und das hätten wir auch nicht gedacht. Ja. Haben uns auch gar gefreut, wie zwei Mädchen hier drin. Also es ist allgemein ein ganz, ganz tolles Auto. Hier und da merkt man noch die Prototypenteile so, Ja, ne? genau. So ein, zwei Sachen sind halt noch nicht ganz Serienstand, aber trotzdem im Großen und Ganzen sehr, sehr, sehr fasziniert und ein bisschen verliebt. So, wir wollten euch das Auto nur zeigen. Wir sagen jetzt Tschüss und bis morgen. Tschüss.